Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich wollte euch mal was zeigen, was ich euch nicht vorenthalten konnte. Und zwar zu den kleinen Update-Leaks, die gezeigt worden sind, die Bilder, die wir gesehen haben. Und zwar haben wir ja dort Folgendes gesehen. Hier diesen Wächter der Unterwelt, so wie es aussieht, hier als Taxifahrer verkleidet. So. Und da haben wir uns gefragt, wofür das Ganze stehen könnte und was das so auf sich hat. Ne? Und das Ganze ist wohl eine Anspielung an einen Comic von, was weiß ich, wann dieser Comic geschrieben worden ist. Also der ist wahrscheinlich schon ewig alt. So, ne? Die Comic-Reihe, ne? Wodurch ja Shakes and Fidget quasi stammt, ne? Durch diese Comics. Da wurde wohl schon sowas hier verwendet, so eine Art. Und das wurde jetzt hier wieder reingebracht. Woher weiß ich das? Und zwar gestern im Discord, ja, da hatte Leander hier einen kleinen Hinweis gegeben. Und zwar hat er ja gefragt, ob wir hier irgendwie die Anspielung erkennen oder so. Ne? Ich glaube ich weiß nicht, ob er hier irgendwas hat er hier verlinkt, ja, hier. Das also genau, also das Bild, was ich euch eben gezeigt habe. Ne? Und dann hat sich einer geschrieben, Underworld, der andere hat zugestimmt, ja. So, nö. Ne, also gut, Unterwelt stimmt ja schon mal dahingehend, weil der Wächter ist das nun mal, ist zwar jetzt nicht der Wächter, aber der Wächter auf etwas niedrigerer Levelstufe sieht ja dann auch so aus, so ähnlich zumindest. Ne? Und da hat er geschrieben, nee, ist nicht einfach, nur SF-Pros wissen es vielleicht. Ne? Und er will aber nicht zu viel spoilern. So, dann hatte hier jemand tatsächlich den Comic rausgefunden gehabt und hier seht ihr bereits, aha, ja, das sieht ja schon mal so ähnlich aus hier, ne? Und da sehen wir hier auch den Taxifahrer, ne? Wenn wir da ein bisschen ranzoomen, da sehen wir hier den Taxifahrer, der wurde tatsächlich rausgefunden, ja? Auf jeden Fall Respekt an der Stelle. So, er hatte dann aber geschrieben gehabt, ob es irgendwie nicht, er weiß nicht, ob es der Originalcomic ist und so. Und er findet die Webseite nicht mehr oder hat nicht mehr den kompletten Comic dazu gefunden, weil es ist ja nur ein Bild davon. Ne? Das ist ja meistens immer so wie halt in einem normalen Comic aufgelistet mehrere Bilder so. Ne? Also es erzählt ja quasi eine Geschichte und das ist ja nur ein Bruchteil von einer Geschichte so, ne? Und da hatte ich mich jetzt rangesetzt, ja, Sherlock Dortz hat wieder zugeschlagen, denn ich wollte natürlich wissen, ob man noch irgendwelche Hinweise findet in Bezug auf diesen Taxifahrer oder so, was es damit auf sich haben könnte oder irgendwelche anderen Hinweise, die versteckt sind zum Spiel, ne, zum Update. Weil ich muss sagen, ich finde tatsächlich, also ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht gerne weiter so. Ich finde es übelst nice, wenn ihr so eine kleine Leaks gibt zu den Spiel und dann versteckte Hinweise in diesen Bildern irgendwie einfließen lasst, wo sich dann die Community dann aufrichten muss und dann nachforschen muss, in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen hier und da umherwühlen, um dann auf das Ergebnis zu kommen, um dann diesen Leak, der gezeigt worden ist, mit diesem versteckten Geheimnis, dass man, wenn man das gefunden hat, das aber auch so schwer ist, dass man dann noch eine Belohnung hat und sieht, aha, das könnte vielleicht dann doch wahr sein oder da könnte was dran sein und das könnte stimmen. So, ne? Das machen andere Spiele auch, zahlreich sogar, die verstecken auch überall kleine Hinweise so und dann ergibt sich irgendwann so aus diesen einzelnen Bildern so ein Gesamtpuzzle denn so, ne? Und das finde ich auf jeden Fall sehr nice, macht auf jeden Fall weiter. Und genau, ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe irgendwie versucht im Internet den Gesamtcomic zu finden, so, ne? Und dann, es gibt ja so eine Seite, da gibt es noch alle Comics so aufgelistet. Und zwar hier, ne, shakesandfidget.com. Das ist ja die offizielle Seite, wo hier alle Comics noch erhältlich sind. Ne? Die sind schon ewig alt. Vielleicht steht hier auch noch das Datum, wann das erstellt worden ist. Auf jeden Fall habe ich diesen Comic gefunden. So, ne, und dieser Comic, ihr seht es hier, kann ich euch mal kurz zeigen. Da haben wir hier auch den Taxi-Driver nochmal im Gesamtpaket hier nochmal drinne versteckt. Ja. Und so sieht das Ganze aus hier. Ja? Und das Ganze spielt hier quasi auf, um das mal kurz runterzubrechen, Shakes und Fidget. Ne? Die sind hier auf einer RPC, ne? Real Play Convention sind sie hier und die besuchen sie jetzt gerade und schauen hier so ein bisschen, testen ein paar coole Sachen aus hier, ne?
Ja, Shakes auf jeden Fall sehr begeistert, Fidget eher so, ja, so ein Müll. Und hier ist das Bild, was wir gesehen haben. Ja, also im Zusammenhang erkennt man jetzt, hier ist es quasi jemand, der sich als Taxi verkleidet. So, ne, was steht hierzu? Hier Shakes sagt ja an der Stelle, und das hier nennt sich LARP. Das steht für Live-Action Real Play. Wahnsinn, oder? Und dann hier noch, die Leute tragen alle ganz aufwendige Kostüme und spielen die reale Welt nach. So, dann ruft hier einer Taxi und hier hat er sich als Taxi verkleidet. Hier wird gerade ein Strafzettel fertig gemacht. Hier ist noch das Arbeitsamt. Ne? Also sehr real-life-lastig so. Ne? Ja, ich hatte dann mal weitergeschaut gehabt, ob sich hier irgendwelche Hinweise noch verstecken jetzt in Bezug darauf so. Ne? Oder da könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich hatte gestern auch gelesen gehabt, irgendwie dass es eine Anspielung an irgendeinen Film ist, so, weil ich glaube, es war mit Bruce Willis oder so, einer hatte das irgendwie geschrieben, das erinnert einen an einen Film, wo Bruce Willis irgendwie Taxifahrer ist oder so und jemand aus einer Pyramide abholt oder keine Ahnung, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie habe ich sowas gelesen gehabt, ja. Ja, auf jeden Fall, hier gibt es nichts weiter so, hier ist noch Jan Hegenorg, der hier hinten noch Konzert spielt, ne? Man kennt ihn natürlich auch. Und ja, in diesem Comic leider jetzt keine weiteren Anspielungen mehr, zumindest habe ich hier jetzt nichts weiter gesehen. So, das ist aber jetzt nicht der letzte Comic. Auf zur RPC, dieser Comic ist von 2011, steht hier jetzt gerade, ne? Der ist 10 Jahre alt, ja, und so eine Anspielung bringt sie, das feiere ich wirklich sehr, dass man da wirklich auf die Suche gehen muss. So, ich habe dann mal weitergeschaut, den nächsten Comic, ja, hier ist auch leider nicht mehr so viel, was jetzt irgendwelche Anspielungen bringen könnte. Ich habe aber mal gesehen, diese ganzen Comics, die hier noch so sind, die haben alle Anspielungen natürlich auch an das richtige Spiel. Hier haben wir zum Beispiel das Katapult, das Gildenpilz-Katapult für die Gilde, so, ne, und da sind mir ganz viele so eine Kleinigkeiten aufgefallen, die halt auch im richtigen Spiel sind. Und da muss man vielleicht mal die Augen offen halten, ne, auch an zukünftige Updates. Da könnte eventuell mal hier und da ein bisschen wieder was verwendet werden und in die neuen Sachen, in das neue Spiel quasi und in die neuen Updates, einfließen lassen. Und dann bin ich noch eine Seite weitergegangen, also wirklich eine Seite hinter diesem Taxi-Driver. Und jetzt wird es quasi interessant. Ich mache euch nochmal ganz kurz, zeige ich euch nochmal ganz kurz, welche Bilder da noch gezeigt worden sind. Und zwar haben wir noch einmal den guten Kollegen hier. Ja, wir haben noch den guten Kollegen hier. Und wir haben noch diese guten Kollegen hier. Ne? Die anderen Bilder, ne, dieses Bällebad hier, gut, das spielt jetzt erstmal nicht so mit da rein. Hauptsächlich geht es jetzt erstmal um die drei Gesellen hier, ja. Denn die sehen alle sehr untot aus oder halt so Zombie angehaucht oder haben, keine Ahnung, irgendwie, auf jeden Fall haben sie nicht ganz so eine gesunde Hautfarbe, so, ne. Das ist wichtig, dass ihr euch das merkt, denn wir gehen jetzt mal auf die nächste Seite, ja, und das hatte ich jetzt rausgefunden gehabt. Weiterhin kann natürlich auch komplett, random sein, dass es so ist, ne, aber wir gucken jetzt einfach mal durch. Das ist halt, wie gesagt, kurz hinter diesem Taxi-Driver, ne, was ja eine Anspielung war auf dieses Bild hier, ne? Gehen wir jetzt mal weiter. Und dann ist der nächste Comic direkt. Boah, ey, Zombies sind da. Zombies sind ja sowas von cool, das heißt versaut. Kann ich gar nicht genug von kriegen. Oh verdammt, ich habe beim Lesen ganz die Zeit vergessen. Ich sitze hier schon seit 5 Stunden. Ich gehe mal lieber schnell zu Fidget, der wollte doch irgendwas von mir. So, und dann, oh mein Gott, die Zombie-Apokalypse. Ich wusste, dass dieser Tag eines... Digga. Nicht ablenken hier. Ich bin hier gerade jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich mal kurz hier... die Quest muss ich annehmen. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde. Ja, und dann schnetzelt hier Shakes gegen die ganzen Zombies hier, stirbt und dann Fidget. Du glaubst nicht, was da draußen ist und so, ne? Und dann hier Shakes, da bist du ja endlich und verkleidet bist du auch schon. Ich hatte schon Angst, du verpasst unsere Zombie-Parade. Ich weiß doch, wie sehr du auf Zombies stehst, ja. Also da stellt sich raus, dass hier der Fidget die ganzen Leute hier als Zombies nur verkleidet hat und der Shakes quasi alle abgeschnetzelt hat hier. Ja, aber auf jeden Fall fand ich das ziemlich zufällig und interessant. Hier, der ist am 15. Juli 2011 kam der raus. 15. Juli, oh Gott, Alter, was war das für ein Voice Crack, Alter, merken wir uns. Und das hier ist am 20. Mai, also ist wirklich gar nicht so lange der Zeitraum dazwischen so, ne?
Und fand ich interessant, weil gerade der Taxi-Driver als Anspielung hier, als Anspielung hier gezeigt worden ist. Alter, das Wetter macht mir auch zu schaffen, ey, ganz ehrlich. Ja, und im selben Update auch noch die Zombies so zu zeigen, ne? Was wirklich ziemlich nah hier an diesen 2 Comics hier aneinander klebt. Kann natürlich auch nur wirklich ganz, ganz doofer Zufall sein, dass es so ist. Aber ich fand es mal interessant, euch das mal zu zeigen und mal von euch die Meinung dazu zu hören, ob da eventuell was dran sein könnte, so, ne? Oder wie das Ganze aussieht. Würde auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn machen, ja. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt mal auf eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ne? Ich fand es sehr funny, das Ganze mal so rauszufinden und über diese ganzen Comics mal zu gehen. Und wie gesagt, es werden wahrscheinlich noch sehr viele andere Sachen kommen, die comicbezogen sind halt. Und es wäre cool, wenn da auf jeden Fall weiter so eine kleine Anspielung in dem Spiel stattfinden. Gut, das war es soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, das Ganze. Ansonsten, ja, wenn es euch habe ich schon gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Ne? Ausreichend trinken, das ist ganz, ganz wichtig. Bewahrt einen kühlen Kopf und macht genug Pausen, wenn ihr arbeiten müsst. Ne? Und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.